Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist soweit, die News ist da für meinem Server, der jetzt bald fusioniert wird. F9 wird der Server danach heißen, der fusionierte Server, und wird ganz viele deutsche Welten umfassen. Und ja, mein Server ist damit inbegriffen. Das Datum steht fest und ich bin sehr gehypt drauf. Ja. Ein neuer Abschnitt in Shakes and Fidget, wie soll man sagen, das Ende einer Ära und der Anfang, der Neubeginn, von was komplett Neuem, ja. Informationen über bevorstehende Weltenfusion, ja. Diese Nachricht seht ihr nur, wenn euer Server auch bald betroffen ist, ne? Der Erhalt dieser Nachricht bedeutet, dass diese Welt zu einer neuen Welt fusioniert werden soll. Die Weltenfusion wird voraussichtlich am Freitag, den 19.01. stattfinden. Mit der Tagesumstellung von Donnerstag auf Freitag zuvor werden die zu fusionierenden Welten eingefroren und ein Login wird dann nicht mehr möglich sein. Die Änderung wird voraussichtlich um 16 Uhr GMT plus 2 abgeschlossen sein. Die neue Welt wird Fusion 9 heißen und du solltest dich wieder einloggen können, wenn der Prozess der Fusion abgeschlossen ist. Das heißt am Freitag, den 19.01. 16 Uhr GMT plus 2 Fusion 9 wird in der Zeitzone GMT plus 2 betrieben werden. Da muss man sich auf jeden Fall eine GMT Master zulegen, ansonsten kommt man hier mit den ganzen Zeitzonen hier durcheinander. Ja, Creator Code regelt an der Stelle. Erfahrung mehr über die Weltenfusion in unseren FAQ. Die Welten werden zusammengelegt. Ganz viele Server, S25.de, S26, 27, 28, 29, 30, 31, da befinde ich mich drauf, 32, 33, 34, 35, 36 und 37. Wer von euch wird mit mir auf einem Server in Zukunft zusammenspielen? Ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall, euch auch auf den Sack zu geben, wenn ich bald auf euren Server reinkrache und da dann die Links- und Rechts-Crits-Schellen verteile. So. Traut euch gegen mich zu battlen. Ja, es wird bestimmt auch viele geben, die mir richtig hart eine reinzimmern werden. Da freue ich mich aber auch schon drauf, denn nur wenn man auch ein paar Schläge einsteckt und wieder aufsteht, wird man stärker. Deswegen nicht nur austeilen, man muss auch einstecken können. So, am 19.01. Ich bin sehr gehypt drauf, ja, wirklich. Und ich hoffe mal, es geht alles reibungslos über die Bühne. Ich habe ja keine doppelten Accounts auf diesen Welten, das heißt, da habe ich schon mal erstmal so kein Problem mit der Namenssicherung, dass ich mich da irgendwie umbenennen soll oder so. Also das geht schon mal klar. Auch an alle Leute, die immer fragen, so ey, wie ist das? Ich habe irgendwie jetzt als Beispiel auf S26 einen Account und auf S36 einen Account. Die werden jetzt ja zusammengelegt. Wie ist das wegen Multi-Accounting? Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn da könnt ihr ja in dem Sinne nichts für, dass eure Welt, eure zwei Accounts zu einem zusammengeführt werden auf einen Server, ist ja nicht eure Schuld sozusagen. Das heißt, in dem Sinne wird das Multi-Accounting, sag ich mal, geduldet, so, dass ihr halt zwei Accounts auf dem einen fusionierten Server habt. Da könnt ihr ja nichts gegen machen. Und falls die beide gleich heißen, dann müsst ihr halt eben beim Support beantragen, dass ihr vielleicht einen von den beiden irgendwie umbenennen wollt oder so, ne? Also das lässt sich auf jeden Fall alles regeln. Ich glaube, ja, wenn zwei gleich heißen, dann kriegen die irgendeine komische Nummer oder irgendwie sowas dahinter oder von dem Fusionsserver irgendwie, weiß ich nicht ganz genau. Da müsst ihr mal genau gucken, wie sich das verhält, falls ihr zwei gleiche Accounts habt oder die gleich heißen auf dem fusionierten Server, dann zusammenspielen werden, ne? Ansonsten, ja, was gibt's noch? Die vergangenen Fusionsserver waren ein bisschen buggy gewesen, was die Rangliste immer anging, sag ich mal. Denn ich hoffe mal, das wird in Zukunft noch gefixt werden. Manchmal standen da so Leute ganz, ganz oben, die ja viel, viel schwächer gewesen sind. So, das war schon mal früher ein Problem gewesen in der Rangliste. Und das ist jetzt da auf den Fusionsservern, hatte ich gesehen gehabt, hier und da mal wieder aufgetaucht. Deswegen hoffe ich mal, da wird in Zukunft dann ein bisschen was dran gerüttelt werden, dass da auch noch alles gefixt wird. Aber ja, das Thema Fusion steckt ja eigentlich alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und da wird sicherlich definitiv noch ein bisschen was dran gefein. Ja, der Feinschliff, der findet dann immer im Nachhinein statt. Jetzt wird erstmal die grobe Arbeit, alles wird zusammengefasst grob und dann wird am Ende vielleicht noch so ein bisschen gefeinschlifft.
Ja, oder wie das heißt auf jeden Fall. Ansonsten, für alle Leute, die auf einen neuen Server spielen werden, heißt das auch, dass die auch einen Begrüßungscode sozusagen bekommen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen für die Umstände und so. Und das war zum Beispiel auf den vergangenen Servern so gewesen. Das heißt, ihr werdet auch noch zusätzlich so ein bisschen belohnt und das auch nicht wenig. Denn ja, zum Beispiel auf Fusion 8 ist das jetzt zum Beispiel so gewesen, dass die, und ich glaube auf den vergangenen Servern auch, 200 Mushrooms bekommen, was eine Menge ist, 200 Lucky Coins, gerade für Free-to-Play-Spieler. Wie lange können die mit 200 Mushrooms haushalten? Wirklich krass. 200 Lucky Coins, 200 Hourglasses, 40.000 Metall und 20k Arkane Splitter. Also das ist echt nicht wenig, muss ich sagen. Und die Codes werden dann halt auf den fusionierten Servern ausgeschüttet und dort können die dann halt auch eingelöst werden. Das heißt, falls ihr ja auf einem Server seid und da spielt, dann könnt ihr da direkt 200 Mushrooms dann halt auch bekommen, sobald euer Server halt fusioniert ist. Finde ich saumäßig stark, muss ich sagen. Einfach wahrscheinlich so ein bisschen als Entschädigung oder als Neuanfang so ein bisschen für die Zusammenlegung so oder ja das Zeitfenster, in dem die Accounts eingefroren werden. Aber unterm Strich ist ja die Fusion eigentlich total was Gutes. Also Shakes and Fidget tut den Leuten ja was Gutes damit. Die Server, die komplett ausgestorben sind, die, wo kein Leben mehr drauf ist, wo, ja, weiß ich nicht, auf den Server geht es ja noch hier sogar. Oh, da habe ich noch den Paul Terra hier von EU9 noch eingegeben hier. Grüße gehen raus. Wo die Ranglisten teilweise Millionen Unterschiede haben in den ersten paar Rängen. Hier geht es ja wirklich einigermaßen noch, aber auf anderen Servern sieht es da noch deutlich schlimmer aus und die betteln schon seit Jahren, dass die Server endlich mal zusammengelegt werden, dass endlich mal wieder ein bisschen Leben in der Bude ist so und deswegen ist es unterm Strich ja was Gutes, ne? Und dann kriegt ihr halt on top noch so Codes, 200 Pilze, also ja. Also kein Code hat euch so viel gegeben wie so ein Fusionscode bisher. So, ne? Und deswegen ja, kann man sich da eigentlich sogar noch mehr drauf freuen, dass man da dann so einen kleinen Startboost für einen neuen Abschnitt, sag ich mal, bekommt. Und natürlich bin ich halt auch sehr gespannt auf die ganzen neuen Gesichter, die man da kennenlernen wird. Die Gilden, die sich dann auch untereinander fusionieren werden, also nicht nur die Welt, die sich fusioniert, sondern Gilden werden sich wahrscheinlich auch untereinander fusionieren. Wenn unsere Gilde so bleibt, wie sie jetzt ist, also Celtic, gehe ich mal von aus, dass erstmal, wir haben ja in der Vergangenheit schon ein paar Listen gesehen, sind wir momentan von den Welten, die zusammengelegt werden, auch von den deutschen Welten, noch die stärkste Gilde so, ne? Allerdings glaube ich, dass halt eben in Zukunft sich vielleicht auch ein paar Gilden zusammenschließen werden oder Spieler aus einzelnen Gilden zu anderen rübergehen, ne, die, weiß ich nicht, in inaktiven Gilden sind, weil der Server komplett tot ist, aber die halt einen ultra starken Account noch haben, die werden natürlich dann die tote Gilde verlassen und zu einer Gilde gehen, die sowieso schon von vornherein stark ist und die dann noch stärker machen. Ja, und so wird sich dann wahrscheinlich gute Konkurrenz auf dem Server dann auch entwickeln und ja, ganz ehrlich, so soll es auch sein. Ja, denn was bringt es dir auf einem toten Server, den Rang 1 zu belegen, so, da hast du ja auch keinen Spaß dran. Also ich hätte da keinen Spaß dran, vielleicht gibt es da draußen welche, die so sagen, nee, ich möchte hier meinen Rang 1 behalten, so, ne, ich spiele zwar, ich habe zwar keine Konkurrenz mehr, ich bin abgeschlagen, so, von der Konkurrenz, ne, aber ich spiele auch mit keinem mehr, so, das bringt euch doch nichts, ne, sind wir mal ehrlich, dann hat man doch viel mehr Spaß, wenn man dann noch so ein paar Herausforderungen hat. Also die Leute kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber natürlich jeden dem seins. Ne? Kann natürlich jeder so handhaben, wie er das möchte. So, ne? Wenn er sagt, ey, ich bin hier zufrieden, ganz alleine auf meinem Berg oben an der Spitze, dann bitteschön. Ja, dann. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, ja, man muss natürlich, muss man auch so sagen, alles, was man macht, ja, sei es jetzt bei Player Games oder sei es jetzt als Person der Öffentlichkeit oder irgendwas anderes, ne, egal welches Thema, jetzt mal ganz, ganz breit gefächert, ne, nicht nur auf Shakes, sondern alles. Im Internet kriegst du immer eine positive Zusage, du kriegst aber auch eine neutrale oder die neutralen hört man meistens nicht und eine negative Aussage. Egal, du kannst noch so was Gutes machen, Leute werden immer irgendwelche Argumente finden,
egal was, ne? Weil die Menschen, ist auch normal, muss man dazu sagen, die Menschen sind ja alles Individuen, die verschiedene Ansichten auf verschiedene Dinge haben im Leben so, ne? Oder im Game oder überall, ne? Deswegen ist das auch vollkommen normal und ich kann es auch nachvollziehen, aber es wird, egal wie groß die Mehrheit ist, es wird immer Leute geben, die auch gegen irgendwas sind, so, ne? Sei es, weil es dem persönlich nicht gefällt oder einfach aus Prinzip oder was weiß ich, ne? Aber es gibt halt auch, und das muss man echt sagen, ich hatte auch schon ein paar Stimmen gehört, die wirklich gesagt haben, ey, ich höre auf, so, ich will den Scheiß nicht mit der Serverfusion, so, ne? Am Anfang konnte ich es auch nachvollziehen, so ein bisschen, muss ich sagen, weil so ein alter Server hat natürlich seinen ganz eigenen Charme. So ein Server, der ist über 10 Jahre alt, der erzählt eine Geschichte, da ist eine ganz eigene Serverdynamik. Also man kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass es in manchen Leuten so für ein Unwohlsein erregt, wenn jetzt solche Server komplett gemixt werden, so, ne? Weil diese ganze alte Geschichte wird jetzt über den Haufen geworfen, so, ne? Aber wenn man das dann halt wirklich neutral betrachtet, ja, dann ist es doch gut, sag ich mal. Ich kenne so viele Leute, die alleine wirklich auf einem Server spielen, vielleicht noch mit 2, 3 anderen Leuten in der Gilde, aber der Server abseits davon tot ist. Nicht nur, dass die anderen Gilden tot sind, sondern die eigene Gilde auch tot ist. So, da gibt es wirklich sehr viele Gilden da draußen, ja, und die freuen sich halt mega auf so eine Fusion. Deswegen, ja, ich kann immer nachvollziehen, wenn Leute irgendwas auszusetzen haben an irgendwelchen Dingen, egal wie gut die eigentlich sind, so, ne, unterm Strich betrachtet, und wenn man das mal neutral sich anschaut und nicht voreingenommen von seiner eigenen Meinung, sondern das Ganze einfach mal weitläufig auf die Massen betrachtet und nicht nur von seiner eigenen engstirnigen Sicht aus, sondern ganz neutral von der allgemeinen Sicht, dann ist es unterm Strich eigentlich was Gutes. So. Und wie gesagt, im Internet, man kann es nie den Leuten recht machen. Du kannst, na gut, will ich jetzt nicht zu weit ausufern hier, ne? Aber wie gesagt, es wird immer Leute geben, die irgendwo immer was auszusetzen haben. Das ist nun mal so. Ich persönlich habe mich damit abgefunden. Player Games muss sich damit abfinden. Alle müssen sich damit abfinden. So, ne? Es wird immer ein Hin und Wider geben. So, ne, und du wirst nie immer alle Leute glücklich machen können, aber die Mehrheit ist nun mal eben auch für die Serverfusion und ja, die halt eben was auch dagegen auszusetzen haben, ja, dann tut es mir auch, muss ich sagen, dann tut es mir auch leid für die Leute. Schade, tatsächlich, weil es ist immer schade, wenn Leute auch das Spiel verlassen und Jackson Fidget den Rücken kehren, muss ich sagen. Gerade auch so, wenn es Accounts sind, die sehr lange bespielt werden und die dann sagen, nö, das ist für mich nix so. Muss man respektieren, auf jeden Fall. Aber man kann dann halt auch eben dagegen nichts machen. So, ne? Ich kann nur sagen, von mir aus so, dass es halt eben eine gute Sache ist, auch im Sinne der Allgemeinheit. Und ihr bekommt halt sogar einen richtig geilen Code jetzt noch halt zusätzlich obendrauf, wenn ihr halt eben auf so einen Server gemerged werdet. Und ich sehe das halt immer so auch aus der Sicht der Free-to-Play-Spieler. Da sind 200 Pilze wirklich, das ist für die lebensverändernd, sag ich mal. Also auf das Game bezogen, sag ich mal, auf den Ingame-Charakter, ist das ein Game-Changer, 200 Pilze so, ne? Und das ist ein Code, den gab es vorher noch nie. Den wird kein Creator irgendwo euch rausgeben und es wird auch Player Games zu irgendwelchen Events nicht rausgeben. Das ist halt jetzt only zu den Server-Merges so. Und deswegen muss ich da sagen, ey, das ist, wird man nochmal belohnt, obwohl man eigentlich schon davon profitiert, so, ne? Ja, vielleicht kann man es nachvollziehen, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, alle Meinungen sind auf jeden Fall immer willkommen, aber man muss halt eben auch nicht nur aus seinem eigenen Universum darauf schauen, sondern vielleicht auch so ein bisschen Einfühlungsvermögen in andere Leute entwickeln und so vielleicht denken, ey, was ist denn mit den und den Leuten auf den und den Servern? Was haben die denn für eine Sichtweise auf die Angelegenheit? Und vielleicht kann man das dann aus deren Sicht ein bisschen mehr nachvollziehen. Also das ist so ein bisschen jetzt vielleicht mein Schlussplädoyer, was ich hier jetzt aussprechen möchte. Bevor ihr irgendwelche Sachen im Internet oder überall nicht versteht, versucht euch
in die andere Person reinzuversetzen, in deren Lage reinzuversetzen, denkt aus deren Perspektive mal, aus deren Lage und dann beachtet das Ganze mal aus deren Perspektive und aus der Sicht und vielleicht könnt ihr dann im Nachhinein, egal um was es geht, ne, nicht nur Shakes and Fidget, sondern auch im Leben, überall und dann versucht euch mal rein zu versetzen und zu verstehen, warum der diese Sicht auf die und die Dinge hat. Ne? Und dann kann man vielleicht auch so seinen eigenen Horizont ein bisschen erweitern und sieht das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so engstirnig wie davor. Ne? Wie gesagt, auf alles. Ne? Nicht nur Shakes, nicht nur die Serverfusion, sondern auf alles. Jo, das soll soweit gewesen sein. Heute ein bisschen abgedriftet jetzt. Ne? Eigentlich wollte ich nur kurz das Thema Serverfusion euch zeigen, dass jetzt endlich der Termin soweit ist. Ja, mit F9, aber ja, so ist das manchmal, da verquatscht man sich. Passiert, aber ja, hoffe mal, war jetzt nicht so schlimm. Die meisten hören ja immer nur so nebenbei die Videos und klicken dabei selbst Alu so ein bisschen wie ein Podcast und ja, deswegen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf die kommende Zeit, auf die kommenden Server-Merges und bin sehr gespannt, wie das neue Zeitalter so aussehen wird. Ne? Und natürlich nehme ich euch da auch auf die Reise mit und wenn ihr natürlich wie immer nichts verpassen wollt, wenn es denn soweit ist, dann lasst mir sehr gerne hier ein kostenloses Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.